Ja, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute habe ich die Coros Vertex 2 auf dem Tisch und ganz genau geht es heute um die Navigation. Ich habe die Navigation mal getestet und möchte euch einfach mal zeigen, wie das Ganze in der Praxis aussieht. Ich habe das Video wieder in zwei Teile eingeteilt. Im ersten Teil zeige ich euch, wie ihr die Strecken hier auf die Uhr bekommt und im zweiten Teil bekommt ihr dann eine Übersicht, wie das Ganze in der Praxis aussieht. Falls euch der erste Teil nicht interessiert, wie gesagt, das Ganze ist in Kapitel eingeteilt, da könnt ihr entsprechend springen. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Ja, um die Strecke von Komoot nach Coros zu bekommen, ist eigentlich sehr einfach mittlerweile. Es wurde ja mit einem Update oder mit einem Patch geändert bzw. angepasst. Dazu gehen wir jetzt einfach hier mal in die Coros App hinein. Dann sehen wir hier schon mal unseren Übersichtsfenster, also beziehungsweise sind wir jetzt einfach mal in der Oberfläche im Evolab. Und ihr habt nun die Möglichkeit hier über Einstellungen und Third-Party-Apps, also hier ist nicht immer alles übersetzt, das Ganze zu verbinden. Und wenn wir jetzt hier einfach mal reingehen, sehen wir auch schon eine Vielzahl von Apps, die hier unterstützt werden. Jetzt was die Planung angeht, wird hauptsächlich jetzt hier nur Komoot unterstützt. Wir sehen auch hier schon, dass das Ganze schon bei mir verbunden ist. Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst da nur noch hineingehen und das Ganze hier dann mit eurem Konto verbinden. Dann ist hier ein Anmeldefenster und dann meldet ihr euch einfach an. Dann sagt ihr, dass alles zugegriffen werden darf und schon ist das Ganze miteinander verbunden. Wenn wir dann jetzt zurück in die Uhrenübersicht begehen, das ist hier unten, einfach hier in die Übersicht, dann sehen wir jetzt hier auch schon mal die Uhren, die wir haben. Also wir können auch mehrere Uhren haben. Ich habe jetzt zum Beispiel PS2, die das Ganze jetzt nicht unterstützt mit der Navigation. Dann haben wir hier bei der Vertex 2 hier das Feld Meine Routen. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf. Und dann sehen wir auch schon alle Routen, die wir jetzt entsprechend hier mit der Uhr synchronisiert haben. Und wir können auch sehen, wir haben hier Speicherplatz für 8 Stück. Aktuell sind 2 drauf. Wenn ihr jetzt was entfernen wollt, könnt ihr einfach hier nach links swipen und das Ganze löschen. Und dann wird das Ganze bei der nächsten Synchronisation gelöscht. Sehen wir hier, es sind noch 9 Artikel, heißt es hier, möglich entsprechend zu speichern. Wenn wir jetzt aber eine Route hinzufügen möchten, gehen wir einfach hier oben auf das Plus und dann bekommen wir hier eine Übersicht von all meinen auf Komoot geplanten Routen. Das ist jetzt hier quasi die Übersicht, die wir haben. Und dann kann ich einfach hier einen Haken setzen und sagen, die und die Route möchte ich gerne auf meine Uhr haben und drücke auf Add und dann ist das Ganze auch schon hier beim nächsten Synchronisieren drauf. Sehen wir hier einen Balken, der sich noch auffüllt und dann ist es, wie gesagt, hier wird es gerade übertragen. Und sehen wir jetzt hier beendet. Es geht eigentlich sehr schnell. Ihr habt aber auch noch eine andere Möglichkeit, wenn ihr jetzt Komoot selber nicht nutzen solltet. Also wenn ihr sagt, ihr plant jetzt mit einem anderen Tool und es ist hier nicht verbunden, dann könnt ihr aber die GPX-Dateien trotzdem importieren. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich zeige es jetzt trotzdem an Komoot. Also jetzt unabhängig davon, ich habe jetzt das mein Planungstool, was ich nutze, dann kann man hier zum Beispiel auch GPX-Dateien speichern. Und dann, wenn ich auf GPX speichern gehe, dann bekomme ich hier unten ein Auswahlfenster und dann kann ich hier entsprechend die Coros App auswählen und dann sehen wir auch hier schon, das wird direkt importiert. Dann bekomme ich eine Übersicht der Strecke, die ich hier habe. Ich kann mir das Ganze dann auch nochmal hier in 3D anschauen. Das ist übrigens bei der Komoot genauso. Dann kann ich mir das Ganze mal anschauen, wie das ist. Ich kann mir das Höhenprofil nochmal anschauen. Ja, und dann kann ich einfach sagen Save. Und so hätte ich dann, jetzt kriege ich natürlich die Fehlermeldung, weil die Tour schon vorhanden ist, weil es von Komoot ist. So würde sie aber dann gespeichert werden. Ihr könnt es dann auch entsprechend, wie ich es euch gerade gezeigt habe, dann auf die Uhr übertragen. Ja, wie starte ich das Ganze? Ist eigentlich ganz einfach. Ich gehe jetzt einfach hier, drücke ich auf die Lünette und starte jetzt zum Beispiel die Laufenaktivität. Dann gehe ich einfach hier in Laufen rein und dann sehen wir jetzt auch schon hier, kann ich ein Intervalltraining machen, beziehungsweise hier Einstellungen vornehmen. Und dann kann ich einfach sagen, ich gehe jetzt auf Einstellungen und dann gibt es hier schon als erstes die Navigationseinstellungen. Da gehen wir jetzt rein und hier habe ich jetzt alle Routen, die ich auf der Uhr habe. Dann kann ich mir die nochmal anschauen. Ich habe zum Beispiel hier die Geburtstagsrunde, die wir gerade hatten. Da gehe ich nochmal rein und kann mir zum Beispiel nochmal die Höhendetails anschauen, also wie das Höhenprofil entsprechend aussieht. Beziehungsweise ich kann auch sagen, den Startpunkt möchte ich vorwärts und rückwärts haben. Das heißt, ich kann die Strecke auch umkehren. Dabei ist aber zu wissen, wenn ich jetzt die Strecke umkehre, dann wird das Höhenprofil auch umgekehrt gefüllt. Das heißt, normalerweise wird es ja von links nach rechts gefüllt. Das zeige ich euch dann auch gleich noch im Video, wie das Ganze funktioniert. Beziehungsweise, wenn ich dann das Ganze umkehre, dann wird es von rechts nach links gefüllt. Hier unten sehe ich dann auch nochmal die Distanz, 17,04 Kilometer. Dann kann ich noch sagen, auf Routenabweichung möchte ich gerne ein Signal haben, an und aus. Und das war es auch schon, was ich hier an Einstellungen vornehmen kann. Das gleiche funktioniert aber auch genauso beim Rad. Also wenn ich jetzt hier in Radfunktion reingehe, habe ich genau dieselbe Funktion. Da kann ich auch sagen, auf Einstellen. Und hier sehe ich dann auch, dass ich die gleichen Touren auch nochmal hier angezeigt bekomme. Das bedeutet also, es ist egal, wie ihr es auf Komoot plant, als Radtour oder als Lauf. Ihr bekommt es in jeder Aktivität dann entsprechend die Navigation unterstützt angezeigt und könnt das dann entsprechend hier laufen oder fahren. Ja, dann würde ich aber sagen, dann gucken wir uns das Ganze jetzt einmal in der Praxis an, weil ich glaube, das ist für die meisten das Spannendste. Ja, wir sind jetzt hier am Startpunkt. Der blaue Punkt, das bin ich. Wir sind bei den 100 Metern, ist so ein Fähnchen, das ist dann unser Zielpunkt. Und dieser kleine Pfeil zeigt uns an, welche Laufrichtung wir jetzt laufen müssen. Und wir sagen, legen wir mal los. Ja, hier ist es auch ganz gut zu erkennen. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, eine Doppelung der Route drin. Das bedeutet, wir kommen etwa auf dem gleichen Stück auch zurück.
Und dass wir hier keine Verwechslung haben, bekommen wir auch direkte Pfeile angezeigt. Das sind diese schwarzen Pfeile, damit wir wissen, dass wir jetzt nicht links abbiegen müssen, sondern rechts abbiegen müssen. Und so weiß ich schon vorher, was es ist. Ja, und das hellblaue ist dann das, was wir schon gelaufen sind. Und dann wissen wir auch schon, ja, was wir geleistet haben. So, hier vorne kommt jetzt eine Kreuzung. Wir sehen jetzt hier jetzt rechts ab. Da wollen wir übrigens gleich hochlaufen. Jetzt ist es so, wir bekommen es auf der Vertex angezeigt. Wir sehen jetzt hier die Pfeile. Einmal, ja, der rechte Pfeil, beziehungsweise geradeaus kommen und hart zurück. Das ist jetzt auch noch pink. Wir müssen aber rechts abbiegen. Was ich aber jetzt für einen Nachteil finde, ist, dass wir hier keine Abbiegehinweise bekommen. Also ich bekomme hier keinen Hinweis dafür, dass ich jetzt hier, ja, rechts abbiegen muss. Finde ich ein bisschen schwach, weil das ist eigentlich wichtig. Gerade beim Laufen finde ich es eigentlich praktisch oder ja wichtig, weil da guckt man ja nicht ständig auf die Uhr. So, jetzt sind wir an der Kreuzung. Also wir sind hier, stehen mitten drauf und ich habe jetzt keine Abbiegehinweise bekommen. Und ja, dann biegen wir jetzt mal ab. Hier mal eine detailgrade Karte zu zeigen. Wir haben jetzt vorne hier die Straße, müssen hier gleich rüber und dann hoch. Und das sieht hier auch ganz gut abgebildet. Wir können das Ganze auch übrigens einstellen, indem wir auf die Krone drücken. Dann geht rechts so plus minus auf. Dann können wir eine Krone hoch oder runter drehen und dann zoomen wir entweder raus oder rein. So, ich habe das Ganze mal auf 200 Meter gezoomt. Das sehen wir jetzt hier links. Ich zeige es mit dem Pfeil. Und dann sehen wir, wie wir jetzt hier laufen müssen. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Umweg eingebaut. Das ist so ein kleiner Trampelpfad. Und da wollte ich mal gucken, wie das Ganze abgebildet ist. Ja, ich würde sagen, gehen wir weiter. Ja, noch zu ergänzen, man kann es dann bis maximal 25 Meter reinzoomen. So, das Gute ist an dem Display, wir haben ja hier mit dem Ray Pixel Display ja wirklich ein sehr gutes Display, wenn die Sonne reinscheint. Also wir sind hier voller Ausleuchtung. Und wir haben jetzt hier die Situation, hier geht der Trampelpfad rein oder ja, kein normaler Weg, sag ich mal. Und hier vorne geht der normale Weg rein. Und sehen wir hier, Komoot hat das Ganze tot übertragen. Wir haben jetzt hier auch den Weg, wo wir abbiegen müssen. Das mit den fehlenden Abbiegehinweisen ist ein bisschen blöd. Ich habe jetzt auch nichts in der Einstellung gefunden. Einfach mal geradeaus laufen und mal gucken, was die Uhr so anstellt. So, und jetzt haben wir auch einen Warnhinweis bekommen. Routenabweichung nach 56 Metern und es gab auch einen Piepton. Also das funktioniert. So, ich habe jetzt hier, ich muss jetzt hier gleich links abbiegen. Gut, es gibt nicht viele Möglichkeiten da zu laufen, aber ich habe jetzt einfach mal ein Datenfeld angemacht und will einfach mal schauen, was passiert, wenn ich an der Kreuzung bin. So, ich nähere mich jetzt der Kreuzung. Und wir sehen nur einen blauen Pfeil, der ist da oben, zeigt mir an, wo ich hin muss. Aber er zeigt mir leider nicht an, dass ich hier abbiegen muss. Und wenn ich jetzt einfach nochmal hier hochlaufe, also ich gehe jetzt hier hoch, wo ich eigentlich gar nicht lang raus musste. So, da bekomme ich dann die Karte angezeigt und dass ich auf einer Routenabweichung bin. Wer das Video zu Pacer Pro gesehen hat, das verlinke ich euch mal, das ist von Polar. Die hat ja keine Karte dabei, da wäre hier eigentlich normalerweise ein Weg. Ich laufe so eine ähnliche Route gerade, also der Weg fehlt. Nur hier habe ich tatsächlich einen Vorteil nachzuschauen, wo ich aktuell bin und wo ein Weg weitergeht. Also was wir sehen, ist auf jeden Fall, dass dieser Trampelpfad hier oder Weg hier, dieser Wirtschaftsweg oder Weinbergweg, das ist ja auch kein offizieller Weg, dass der nicht drin ist. Also der fehlt hier auf der Karte. Der ist aber auch nicht auf Komoot drauf. Aber was ich sehe ist, dass oben eine Straße lang läuft, ja, und dass ich dann halt von der Straße dann auf den Weg komme. So, wenn wir das jetzt auf 100 Meter zoomen, dann sehen wir hier, dass oben der Weg unseren Weg trifft und wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir auf den raufkommen und so haben wir wenigstens ein bisschen eine Orientierung, ja, wo wir sind. Das Blaue ist, wie gesagt, immer das, was wir gelaufen sind und das Pinke, das ist das, was wir jetzt noch laufen wollen und jetzt gucken wir einfach mal, dass wir da oben dann auf den Weg kommen. Ja, um auch mal eine detailgrade Karte zu zeigen, wir haben hier so ein kleines grünes Stück. Wir laufen jetzt hier raus in die Richtung und wir sehen auch hier, dass das grüne Stück drauf ist, beziehungsweise dann Wiesen, das ist das hellgrüne. Da müsst ihr mal, ob ihr im Wald seid, ich meine, das wisst ihr ja selber, aber so könnt ihr euch ein bisschen orientieren. Wenn ihr mal was sucht, dann ja einen Punkt oder sowas, wo dann entsprechend die Wälder sind. Gut, was ihr beim Navigieren ebenfalls angezeigt bekommt, ist natürlich die Zeit unten und auch die Höhenmeter. Wir sehen jetzt hier das Höhenprofil meines Laufs. Habe jetzt einen großen Teil geschafft. Da sehen wir ein 2 Kilometer Raster, also das ist dann quasi in 2 Kilometer eingerastert. Das kann man gleich noch ändern, das machen wir auch gleich. Und dann sehen wir jetzt hier 81 Meter habe ich schon geschafft von 156. Also das heißt, ich habe noch ein bisschen was vor mir. Vor allem die Spitze. Das heißt also das hellgrüne, das ist noch vor mir. Und das dunkelgrüne habe ich geschafft. Und wir sehen auch rechts jetzt wieder dieses Plus. Dann können wir einfach wieder eine Krone drehen. Also wenn ihr es nicht seht, müsst ihr einfach die Krone kurz reindrücken. Dann kommt das Ganze.
Und dann könnt ihr es maximal bis 100 Meter reinzoomen. Die Zoomstufen sind 100, 200, 500, 1 Kilometer, 2 Kilometer. Ja. So, jetzt haben wir hier die Kreuzung. Ich hoffe, es ist nicht zu arg windig. Ich stehe wieder am windigsten Punkt hier. Das ist so eine T-Kreuzung. Und wir sind jetzt hier auf der Vertex 2, dass wir scharf links abbiegen müssen. Also es ist hier, geht es quasi hoch. Und rechts wäre dann auch ein Weg, der hier hochgehen würde. Den sehen wir auch abgebildet. Und das Blaue, das müsste, glaube ich, ein Fluss sein. Und ein Bach. Ich sehe es nicht genau. Ja, man kann es nicht erkennen, aber hier ist ein Bachlauf. Ich bin gerade hier voll reingetreten. Naja. Okay, also hier, Bach sieht man auch, oder beziehungsweise Bach ist jetzt übertrieben. Ein Flussrinnsal zur Orientierung auch ganz praktisch. Der geht jetzt hier hoch dann. Genau, dann würde ich sagen, laufen wir weiter. So, das Gute bei der Vertex 2 ist aber, also dass die Abbiegehinweise fehlen, ist nicht so gut. Wir sind jetzt aber hier, wir müssen jetzt hier scharf links abbiegen. Und hier geht so ein, ja, Trail hoch. Das ist also kein Laufweg, sondern eher so ein Wanderweg. Und wie hier auch so Leute laufen. Der Weg geht hier in das Grüne rein. Das ist kein offizieller Weg. Was heißt offiziell vielleicht schon, aber halt als schwarzer Weg ausgewiesen auf der Komoot. Und dieser Weg ist dann entsprechend hier auch abgebildet. Wir müssen jetzt hier links abbiegen. Und ja, ich sage, gehen wir den Turm hoch. Ja, dann komme ich jetzt auch schon mal zum Fazit, zur Navigation, zu der Vertex 2. Also wenn ihr das Ganze mal mit Komoot angebunden habt, ist das alles kein Problem. Die Routen werden sehr schnell synchronisiert. Ihr habt die ganz einfach auf die Uhr gebracht, das ist alles kein Problem. Ihr könnt auch dann entsprechend die Routen umkehren auf der Uhr oder so laufen, wie ihr es geplant habt. Das habt ihr natürlich auch die Möglichkeit. Ihr könnt einschalten, ob ihr dann einen Warnhinweis haben wollt, wenn ihr auf dem Weg abkommt. Was es aber leider nicht gibt, sind Abbiegehinweise. Und gut, man kann natürlich jetzt auch sagen, wenn ich jetzt an einer Kreuzung stehe, dann schaue ich einfach auf die Uhr, auf die Karte, wie es dann aussieht. Das ist alles kein Problem. Aber ich würde mir doch manchmal Abbiegehinweise wünschen, weil es gibt auch immer Situationen, wo man den Weg vielleicht nicht sieht. Gerade wenn man so Trail läuft, also jeder, der mal Trail gelaufen ist, weiß das, dass manche Trails dann einfach so zugewachsen sind, dass man den Anfang gar nicht sieht. Und dann wird man einfach glatt dran vorbeilaufen und wird erst nach 50 Metern dann Bescheid kriegen, dass man entsprechend nicht mehr auf der Tour ist. Was wiederum aber gut ist, dass alles wirklich synchronisiert wird von Komoot. Also das heißt, auch die Wege, die man vielleicht eventuell nicht auf der Karte hat, die werden dann entsprechend auch drauf, weil der Weg ist komplett dann drauf. Natürlich ist ganz gut, dass eine Karte dabei ist. Wir haben jetzt ein Beispiel gehabt hier auf der Strecke, wenn dann der Weg nicht mehr existiert, dann könnt ihr immer danach schauen, ihr habt jetzt verschiedene Zoom-Stufen, wenn ihr draußen reinzoomen könnt und euch entsprechend dann nochmal die Karte anschauen und gegebenenfalls querfeld einlaufen, wenn es nicht anders geht, oder dann entsprechende alternative Route laufen, um dann wieder auf seine alte Tour zurückzukommen. Auch die Genauigkeit der Position ist wirklich sehr gut, also man ist wirklich da, wo man ist. Ich habe bei der Vertex 2 jetzt hier dieses Multi-GPS eingeschaltet, also halt dieses größte mögliche Genauigkeitssystem, was man hat. Und das klappt wunderbar, da habe ich überhaupt keine Probleme mit gehabt. Womit ich aber Probleme hatte, ist die Ausrichtung der Nordung, beziehungsweise dann, wenn ich die Uhr zu mir gehalten habe, dass dann entsprechend auch direkt hier die Laufrichtung angezeigt wird. Das hat nicht immer ganz funktioniert. Ich musste einmal auch zurück auf den Datenfeld und wieder zurück auf die Karte, dann hat es gepasst. Das Ganze ist aber ein Software-Thema. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht, wenn du jetzt das Video anschaust, das Problem schon gar nicht mehr existiert, dass es jetzt gerade mit dem aktuellen Update kam. Ich habe jetzt gerade das neue Update drauf gemacht, vielleicht ist da irgendwas drauf, dass es entsprechend so ein bisschen ja, daran hindert, dass es direkt ausgerichtet ist. Ihr könnt natürlich dann wie gewohnt auch alle Datenfelder weiterhin anzeigen lassen. Das heißt, ja, was ihr euch eingerichtet habt, das wird alles angezeigt. Die Navigation ist quasi nur eine zusätzliche Option, die dabei ist. Und wir bekommen dann auch entsprechend alle Datenfelder. Wenn dich mehr Themen rund um Chorus interessieren, ich habe hier oben eine Playlist, da kannst du mal reinschauen. Da sind alle Chorus-Videos dabei. Beziehungsweise, wenn du neu auf dem Kanal bist, hier oben nochmal eine Best-of-Liste, da kannst du auch mal reinschauen, was ich sonst so alles von meinem Kanal so gezeigt habe. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne auch ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich hier wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit, wünsche dir alles Gute, bleib gesund, tschüss, bis zum nächsten Mal.